Und hier stellt sich heute die Frage, habe ich mir hier Schund oder ein Schnäppchen besorgt? Denn gegenwärtig funktioniert dieser Controller nicht. Insgesamt habe ich 2 gekauft für, was ich denke, einen Schnäppchenpreis von 15 Euro. Schauen wir uns jetzt mal so einen Driving Controller von innen an. Das ist jetzt das gute Stück auseinander montiert. Wie man sieht, im Gegensatz zum Pedal, also der kann einfach die ganze Zeit durchrotieren, weil es eben kein POTI ist, sondern halt eben so ein Platinenaufbau, der da drin verbaut ist nochmal. Also keine analoge Solution wie beim Potentiometer im Pedal Controller, sondern eine digitale Funktion. Das ist das, was funktional den Driving Controller unterscheidet. Es gibt für die Atari bekanntermaßen nur ein einziges offiziell releasedes Spiel für den Driving Controller, nämlich Indy 500. Schade eigentlich, dass man da nicht mehr draus gemacht hat, denn die Technologie würde wirklich spannende Spiele-Solutions bieten. Ich hätte gerne beispielsweise ein Tempest-Port auf dem Atari 800er oder fürs Atari 7800er gesehen. Das würde eigentlich mit diesem Ding phänomenal funktionieren, haben wir aber leider nicht. Jetzt ist die Frage, wie kaputt ist dieses Ding denn eigentlich? Wie aufwendig könnte die Reparatur sein? Und meine Startbefürchtung war ja eigentlich, dass ich hier das ganze Gerät hier auseinanderbauen muss. Zum Glück habe ich erstmal einen Basistest durchgeführt, bevor ich mich hier an die Arbeit gemacht habe. Ich habe nämlich einfach mal getestet, ob überhaupt von hier bis zum Stecker, ob es da durchgehende Verbindung gibt mit einem Multimeter, und siehe da, es hat sich herausgestellt, dass tatsächlich mit Ausnahme des Grounds keine einzige andere Verbindung hier steht. Es ist tatsächlich ein Kabelbruch, der hier herrscht, zumindest bei diesem Controller. Und was ich stattdessen machen werde, ist das Kabel komplett zu tauschen. Bevor wir allerdings irgendwas machen, zunächst mal hier wollen wir auch dieses Kabel zunächst mal testen. Das wäre natürlich ganz bescheuert, wenn sich dann herausstellt, dass das Kabel, mit dem ich die Reparatur tätigen will, sich als genauso beschädigt entpuppt. Tatsächlich gibt es ja nicht in jedem Einzelnen hier eine Kabelverbindung. Wie man sieht, die beiden ganz hinten sind leer, auch hier zwischen diesen beiden. Und das ist kein Problem, denn tatsächlich der Driving Controller, bei dem sind nur diese 3 äußeren, dieses äußere Dreieck, oben 2 und das untere ganz rechts, die sind belegt, und das untere, das zweite untere von links. Nur diese 4 Pins sind tatsächlich beim Driving Controller belegt und effektiv. Wir müssen eigentlich nur zusehen, dass die hier bei diesem Kabel funktionieren und eine Verbindung haben. So, um mir das Ganze etwas leichter zu gestalten, werde ich hier eine Büroklammer reinstecken. Blau scheint es auch nicht zu sein, orange auch nicht, aber auf weiß haben wir eine stehende Verbindung. Halt mal fest, der Pin oben rechts weiß und orange ist es. Pin unten rechts orange, dann der zweite von oben rechts ist blau. So, das haben wir festgesteckt, und es ist schwarz, also passend dazu der Ground. Also wir haben praktisch weiß, orange, blau und schwarz als die 4 Pins identifiziert. Verbindung steht. Das bedeutet, wir können dieses Kabel ruhigen Gewissens verwenden. Also werde ich genau diese Länge ungefähr, also ab hier, abschneiden. So, jetzt sind die gekappt, und das originale Atari-Kabel legen wir damit weg.
Dann wollen wir jetzt mal auch bei diesen Kabeln die Enden abtrennen hier, um den Kupferteil frei zu machen. So, etwas, was ich für die Verbindung gerne verwenden möchte, sind auch diese Schrumpfschläuche hier, um die Kontakte voneinander abzuschirmen. Bei den Schrumpfschläuchen ist diese Länge nicht unbedingt vonnöten, die kann ich auch gut und gerne halbieren, so ungefähr. Das müsste die Hälfte sein. Bisschen Pi mal Daumen Augenmaß und ja, ich denke, das haben wir eigentlich ganz gut getroffen im Großen und Ganzen. Naja, und weil ich auch ein Experte dafür bin, Sachen zu vergessen, tun wir die Schrumpfschläuche auch jetzt schon sofort rüberstülpen hier. Einmal für Blau. So, als nächstes wollen wir dann die Kabel ein bisschen zusammenbinden. Und jetzt, wo das getan ist, wollen wir auch ein bisschen Lötzinn drauflegen. So, und bevor ich das alles jetzt noch festmache, will ich das zuerst mal testen. Also hier links und rechts dreht sich der Wagen. Jetzt geben wir noch Gas. Und in die 500 funktioniert jetzt zumindest mal auf einem Controller. Den zweiten muss ich noch machen. So, nachdem der Testlauf jetzt erfolgreich bestanden ist, jetzt müssen wir noch die Schläuche hier schrumpfen. Das machen wir. So. Einmal. Dann hier der Ground. Zweimal. Und dann haben wir hier noch Blau und Weiß. Ein bisschen weiter runter, so. Na, geht so. Und das war's. Und jetzt kann ich das Ganze wieder zusammenschrauben. Etwas, das gegenwärtig doch nicht so toll aussieht, ist das hier. Ich kriege leider hier das nicht ganz zu. Hier werde ich ein bisschen was wegschneiden müssen von diesen Ecken, weil das eher ein eckiges Dings ist. Aber das mache ich bei einer anderen Gelegenheit. Im Prinzip ist aber der Driving Controller bis auf diesen kosmetischen Makel hier jetzt mal repariert. Diesen kosmetischen Makel, den werde ich dann noch separat beheben. Aber so fürs Erste passt das.